Google hat gerade still und leise etwas gestartet, das die Art, wie wir suchen, für immer verändern wird. Und die meisten haben es noch nicht mal bemerkt. Und jeder kennt das. Du siehst irgendwo etwas und willst sofort wissen, was das ist. Aber bis du es eingetippt hast, hast du schon den Moment verpasst. Genau dafür hat Google jetzt die Lösung. Denn am 27. März 2026 hat Google seine neue Funktion Search Live weltweit für über 200 Länder freigegeben. Auch für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Doch was ist das genau? Stell dir vor, du öffnest die Google-App, tippst auf ein kleines Live-Symbol unter der Suchleiste und kannst jetzt einfach mit Google reden. Wie mit einem echten Assistenten. Du kannst Fragen stellen, Rückfragen stellen und das Beste, du kannst deine Kamera auf irgendwas richten, ein Produkt, ein Gerät, ein Problem und Google erklärt dir in Echtzeit, was es sieht. Das Ganze läuft im Hintergrund, du kannst also andere Apps benutzen, den Bildschirm sperren und das Gespräch läuft einfach weiter. Und dahinter steckt Googles neues Modell namens Gemini 3.1 Flash Live. Das versteht über 90 Sprachen und sogar regionale Dialekte. Auch noch Schweizerdeutsch. Stell dir vor, du baust einen PC zusammen und weißt nicht, wo der eine oder andere Stecker hingehört. Das habe ich natürlich getestet und wir sehen mal, wie Search Live sich dabei geschlagen hat. Wohin kommt dieser Stecker? Der Stecker gehört zum CPU-Lüfter. Auf dem Mainboard gibt es dafür einen speziellen Anschluss, der meistens CPU-Fan oder ähnlich genannt wird. Such doch mal auf der Platine nach einer kleinen Buchse mit dieser Aufschrift, meistens in der Nähe des Prozessors. Die Antwort war schon ziemlich perfekt, muss ich sagen. Ich habe im Video dann getestet, was passiert, wenn ich einen falschen Anschluss zeige, und auch diese Antwort hat mich sehr überrascht. Ich sehe, dass du einen Anschluss mit dem Aufdruck CHA-Fan zeigst. Das ist für einen Gehäuselüfter, nicht für den CPU-Lüfter. Der Anschluss für den Prozessorlüfter sollte CPU-Fan heißen. Die Sprachausgabe ist super natürlich und unterhalb sehen wir immer wieder Webseiten suchen bzw. Tipps, die wir in Echtzeit bekommen. Und ich habe den CPU-Steckplatz gefunden. Ja, genau, das ist der Anschluss. Er ist auf dem Mainboard deutlich mit CPU-Fan beschriftet, direkt neben dem Prozessorlüfter. Da kannst du den Stecker jetzt reinstecken. Und ob Google das Zeug am Anfang von der Wand erkannt hat und auch korrekt betitelt hat, werden wir uns mal ansehen. Denn ganz fehlerlos ist es natürlich nicht. Was siehst du auf dieser Wand? Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Auf der linken Seite sehe ich ein paar Masken, zum Beispiel die von Hotaru Haganezuka aus Demon Slayer und eine im Majora's Mask-Stil. Dazwischen hängt eine Anstecknadel vom Millennium Falcon. Und darunter gibt es gerammte Patentzeichnungen von Nintendo-Konsolen, wie dem Nintendo Entertainment System und dem Game Boy. Also im Prinzip alles sehr beachtlich. Das eine ist nur, der Millennium Falcon ist ein Flaschenöffner. Aber das werde ich natürlich verzeihen. Zusätzlich habe ich dann auch noch Spieleanleitungen haben wollen für gewisse Spiele. Google hilft auch hier super bei Reparaturen oder Wartungen. Hier habe ich zum Beispiel einen Filter von einem Fahrzeug und wollte wissen, ob es denn der richtige ist. Die Geschwindigkeit und die Genauigkeit erstaunt mich wirklich. Es sieht so aus, als würde der Filter zum Tesla Model 3 oder Model Y passen. Zumindest steht das auf der Verpackung mit der Nummer 1107688100C. Das Ganze funktioniert über die normale Google-App auf Android oder auch auf dem iPhone. Dann klickst du unten auf das Live-Symbol unter der Suchleiste und kannst sofort deine Frage stellen. Mit der Kamera an, falls du etwas Bestimmtes gesehen hast, oder auch ohne, wenn du einfach nur so auf eine Frage eine Antwort möchtest, und Google gibt sie dir sofort. Wenn dir dieses Video geholfen hat, abonniere gerne den Kanal, gib mir meinen Daumen hoch, denn genau solche Neuigkeiten, die dein digitales Leben einfacher machen, bekommst du hier. Und schreib mir in die Kommentare, wofür würdest du Google Search Live zuerst verwenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.